100% genaue Gärungen an der Tischkreissäge, ist das möglich? Ich sage jetzt mal, mit diesem Teil, mit diesem mitgelieferten Teil von Bosch ist das definitiv nicht möglich. Und es geht nur mit einer richtig coolen Vorrichtung. Und die bauen wir uns heute, eine Vorrichtung zum richtig sauber Gären an der Tischkreissäge. Jetzt macht er schon wieder was mit Gärungen. Erst vor 2-3 Wochen hat er was mit Gärungen gemacht. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und heute Thema wieder, ja, Gärungen. Vor 2-3 Wochen gab es ein Video, da ging es um Gärungen, perfekte Gärungen mit einer Vorrichtung an der Kapp- und Gärungssäge. Schaut euch das gerne nochmal an. Jetzt habt ihr mich drauf gebracht, oder nicht eher drauf gebracht, ihr habt es mich gefragt. Es kamen viele Nachrichten. Jens, bau doch mal bitte was für die Tischkreissäge. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe diese Vorrichtung ein bisschen so umgebaut für die Tischkreissäge, habe das Ganze gebaut und es funktioniert echt mega. Das kann ich schon mal vorab sagen, denn ihr wisst es ja selber, mit der Tischkreissäge, das wird bei Bosch Professional mitgeliefert, mit diesem kleinen Ding hier, wo es wirklich nicht wirklich super funktioniert, perfekte Gärungen zu schneiden. Ja, ich weiß, es gibt natürlich andere Möglichkeiten, aber wir bauen uns heute eine Möglichkeit, wo das innerhalb von ein paar Sekunden einzustellen ist und man wirklich saubere Schnitte hinbekommt. Bevor die Bauanleitung jetzt startet, muss ich noch ganz kurz was erklären. Ich habe das Ganze abgefilmt und werde das Ganze mit Musik untertonen. Und zwar hat es einen bestimmten Grund. Ich wusste nicht, bevor ich jetzt alles starte, wie ich diese Vorrichtung baue, auf was ich achten muss, wo ich die Bohrungen setzen muss, wie das Ganze ist. Und sonst hätte ich es euch erklärt, hätte es vielleicht 10-mal filmen müssen und. Das ist natürlich dann blöd. Deshalb habe ich das Ganze abgefilmt. Das hat dann auch schon so richtig gut funktioniert und werde dann am Schluss das Ganze besprechen und was ich für Änderungen einfach noch reingemacht habe, damit ihr das gleich so richtig bauen könnt. Also wir starten. Viel Spaß!
Fertig, juhu, das ist es geworden. Ich habe es euch jetzt nicht geklärt. Ihr habt es jetzt nur mit Musik gehört. Und zwar hat das schon den folgenden Grund. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich es bauen soll, ob ich alles richtig baue. Deshalb werden wir das nachher besprechen einfach mal, was ich vielleicht verbessern würde, was ich vielleicht anders machen würde. Wie gesagt, die Erklärung kommt nachher, warum hier auch mehrere Bohrungen drin sind. Wir wollen es jetzt aber erstmal probieren. Ich stelle jetzt mal keinen 45 Grad Winkel ein oder beziehungsweise 90 Grad hier, sondern wir machen jetzt einfach mal einen verrückten Winkel oder anderen Winkel. Wir machen einfach mal 83 Grad. 83 Grad stellen wir jetzt einfach mal ein im Winkel. Dann nehmen wir uns ein Winkelmesser dazu und werden das Ganze jetzt passend hinfahren. Das muss man natürlich erstmal aufdrehen, das ist klar. So. Und jetzt machen wir mal den Winkel von 83 Grad, stellen den genau ein. So, 83 Grad und jetzt drehen wir beide fest. Jetzt probieren wir das Ganze mal, sägen das an der Tischkreissäge und wir werden nachmessen, wie genau das ist. So Leute, die Stunde der Wahrheit. Ich bin mal selber gespannt, ob es richtig funktioniert hat. Und das wollen wir das Ganze mal schön zusammenlegen. Schaut mal, also die Gärung ist jetzt hier perfekt. Das ist ganz klar. Und jetzt wollen wir mal messen. Wow. Wow. Es liegt absolut komplett an und das mit der Tischkreissäge ist so genau gesägt. Es sind absolut genau 83 Grad. Richtig geil und richtig schön sauber. Also wirklich perfekt. Gut, neuer Versuch. Ich werde jetzt mal 104 Grad einstellen und werden wir das Ganze jetzt einfach mal einstellen und werden doch noch mal einen Versuch machen. Also 104 Grad, exakt. Alle Schrauben öffnen, aber die sind nicht offen, deshalb geht es so schwer. Ha! So, exakt 104 Grad. Perfekt. Jetzt bei alle beiden Schrauben zudrehen. Und versuchen wir die 104 Grad. Jetzt die zweite Stunde der Wahrheit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es passt. Das legen wir es mal richtig schön hin. Aber es ist gar nicht so einfach, das Ganze festzuhalten. Also ihr seht, der Gärungsschnitt hier ist perfekt. Und jetzt wollen wir es mal reinhalten. Und mega. Leute, richtig, richtig genau. Also überhaupt kein Stress. Passt auf den Millimeter, auf ein Zehntel genau. Passt dieser Schnitt wieder. Hey, es ist echt faszinierend, dass es mit der Tischkreissäge jetzt auch so genau geht. Echt richtig cool. So Leute, bevor ich jetzt euch diese Vorrichtung und die Maße sage und weiter und so fort, auf was ihr achten müsst, wollen wir uns das Ganze mal hier an der Tischkreissäge nämlich nochmal anschauen. Also es funktioniert mal richtig, richtig gut und vor allem noch absolut sicher, weil ich hier mit diesen Niederspannern das Ganze jetzt ein bisschen fixieren kann und hier an der Seite einfach halten kann. Das ist überhaupt kein Stress, das Ganze dann zu sägen. Ich komme ja nicht mal in die Nähe von dem Sägeblatt. Also echt top. Des Weiteren müsst ihr natürlich wissen, ist ganz klar, an der Tischkreissäge bin ich natürlich auch, sage ich mal, relativ höhenbegrenzt. Ich habe hier zweimal Material von 12 mm, also 24 mm Aufbau. Wenn ich jetzt das Sägeblatt mal hochkurbel, dann können wir messen, hier an der Bosch Tischkreissäge sind wir bei 55 mm, was wir hier praktisch noch sägen können an Höhe. Also das muss auch jedem bewusst sein. Ich sage jetzt mal so, es ist auch keine eierlegende Wollmilchsau. Ich bin selber ein bisschen hin und her gerissen gewesen, deshalb habe ich hier auch verschiedene Bohrungen noch gesetzt, aber da kommen wir jetzt gleich auch noch mal dazu, denn wie gesagt, es ist keine eierlegende Wollmilchsau. Wir müssen ja
um diesen Schnitt, wir können ja nicht diesen Schnitt unendlich machen. Ich kann ja nicht komplett durch, weil sonst wäre das Ganze ja in 2 Teilen. Es muss ja halten. Das heißt, ich kann den Schnitt nur begrenzt auf eine Tiefe machen. Wenn wir uns jetzt mal die Tiefe hier anschauen, dann ist das ja, bis hier geht das Sägeblatt. Ich habe es angezeichnet. Das heißt, bis hier geht das Sägeblatt, bis hier kann ich sägen. Das heißt aber, ich kann aber auch nicht jeden Winkel sägen. Denn wenn ich jetzt weiter vorfahre, dann seht ihr ja schon, dass der Winkel zwar enger wird, aber hier ist dann auch irgendwo Schluss bei dem Winkel. Deshalb habe ich jetzt auch andere Bohrungen gesetzt, dass ich das jetzt hier auch ein bisschen anpassen kann. Denn richtig weit vor, ich kann jetzt noch mal ein bisschen zurückschieben, ihr seht es jetzt gerade, dann habe ich hier wieder Platz und kann das Ganze dann hier natürlich wieder vorschieben. Jetzt mache ich jetzt hier mal diese Schrauben hier einfach mal rein, damit ihr das sehen könnt. Und ich kann jetzt natürlich jetzt zurückgehen, aber dann verliere ich natürlich auch hier vorne ein bisschen Breite. Das ist auch ganz klar. Das heißt, ich kann vorgehen wieder, alles gut, schaut's, und kann dann relativ spitzen Winkel eigentlich sägen. Aber zudem kommen wir natürlich auch nochmal, dass wir diesen spitzen Winkel nicht auf einmal sägen können. Werden wir gleich auch nochmal einen Versuch machen. Also ihr seht, ich kann nicht jeden Winkel machen. Zum Beispiel hatte ich mit den ersten Schrauben, das waren ja meine ersten Schrauben hier, mit den 45 Grad. Das heißt, ich habe hier einfach zu weit hinten gestartet. Jetzt schaut's mal, wenn ich das Ganze jetzt auf Richtung 90 Grad bewegen würde, ihr seht selber, ich wäre hier bei 90 Grad, aber ich komme jetzt da nicht mehr richtig tief rein. Hier ist im Endeffekt Schluss. Das heißt, ich habe jetzt nur so ein Stück zum Sägen. Also ihr seht, man muss diese Bohrungen einfach auch an anderen Stellen setzen, damit man auch relativ großen Bereich sägen kann. Schaut, und deshalb habe ich jetzt auch noch hier vorne zum Beispiel Bohrungen gesetzt, also Gewinde gesetzt, damit ich einfach mit diesem Schiebeschlitten weiter vorkomme. Also die Technik geht ganz genauso, die müsst ihr genauso setzen, immer von der Mittellinie aus messen, um das Ganze dann richtig zu haben. Und ihr seht es jetzt schon, ich kann jetzt mit dem Tisch komplett reinfahren. Ich habe hier hinten noch einen Stopper hingemacht und kann jetzt, es ist festgeschraubt, und ihr seht schon, jetzt kann ich ganz locker auch breitere Sachen so Richtung 90 Grad einfach sägen. Also ihr seht, man muss einfach definitiv ein bisschen berechnen und sich die Bohrungen auch an anderen Stellen setzen. So, jetzt möchte ich euch hier noch mal ein Beispiel kurz zeigen. Wir können ja auch richtig schöne spitze Winkel sägen. Also diese spitze Winkel, deshalb habe ich diese 2 Bohrungen hier reingemacht, diese 2 Gewinde auf der Innenseite. Die sind eher dann so ab 45 Grad aufwärts bis 90 Grad und die sind dann von 45 bis 40 Grad irgendwie so runter und ein bisschen drüber noch einfach. Und wie gesagt, die gehen runter bis circa 30 Grad, habe ich jetzt eingestellt. Aber ist natürlich auch klar, umso spitzer das Ganze wird. Ich zeige es jetzt euch mal ganz kurz und ihr seht es ja selber, diese Ecke stört. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder machen wir diesen Arm weg und ihr habt dann für die andere Seite die Chance, das einfach zu drehen, das Holz, und könnt es da genauso machen. Ist ja kein Stress, aber nicht immer besteht die Möglichkeit. Deshalb heißt, wir müssten es in diesem Fall den Arm dran lassen und ich sage jetzt mal, einen Schnitt mindestens machen, einen zweiten Schnitt oder vielleicht sogar einen dritten Schnitt. Also ihr wisst, was ich meine. Wir müssen erstmal diese Ecke abschneiden, damit wir näher rankommen, denn diese Spitze muss ja dann mindestens über dieser Schnittkante drüber sein. Also ihr seht, es ist einfach keine eierlegende Wollmilchsau, aber es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Eure Meinung würde mich jetzt auch mal interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr diese Vorrichtung allgemein findet, auch mit diesen verschiedenen Bohrungen, damit wir auch verschiedene Gradzahlen einstellen können, damit wir nicht zu weit hier reinkommen, weil das darf ja dann nicht instabil werden dadurch, dieser Schnitt. Momentan hält es ganz gut. Die Kniehebelspanner, da muss ich noch was dazu sagen, ihr dürft sie nicht zu fest einstellen. Denn wenn ich die jetzt richtig, also das heißt, das ist absolut ausreichend, dieser Druck hier, also da passiert dann auch nichts, schau, es ist fest, aber bitte passt da ein bisschen auf, wenn ihr das nachbaut mit diesen Kniehebelspannern, denn es ist natürlich klar, wir haben hier zwar nur 2 Fixpunkte, die wir festdrehen können, aber wenn ich jetzt zu fest spanne, dann lüftet es sich natürlich so ein bisschen im Winkel hoch und das wollen wir natürlich nicht. Also passt da ein bisschen auf, weil momentan, wenn es leicht einstellt, dann lüftet es da gar nichts hoch.
Boah, sorry Leute für das viele Gelaber, aber es muss einfach sein. Sorry, man muss es einfach vernünftig erklären, was ich hier gemacht habe und dass es einfach funktioniert. Richtig cool. Leute, wir kommen jetzt einfach zu den Maßen. Ich werde es einfach das Ganze für die Maße, für die Bosch GTS 10X XC habe sie ich gebaut, die habe ich da unten und für diese sind die Maße ausgelegt. Wenn ihr natürlich andere Tischkreissägen habt, wie auch immer, müsst ihr das natürlich ein bisschen anpassen auf eure Größe. Die komplette Größe liegt bei 600 x 600 mm. Wir haben ja aufgedoppelt, das heißt die untere Platte ist nicht zersägt, die obere Platte sind natürlich jetzt dann rausgesägt. Das heißt, ich habe der Schiebeschlitten liegt bei 120 mm. Die Breiten der Arme betragen hier 50 mm und die Länge, ihr habt es ja hoffentlich ein bisschen gemerkt, ich habe es ja am Anfang ein bisschen länger lassen. Lasst es am Anfang ein bisschen länger und könnt es dann noch, je nachdem wie ihr es gerade braucht, ein bisschen abkürzen. Je nachdem, wo ihr natürlich eure Bohrungen setzt. Das heißt, meiner ist jetzt hier bei 40 cm, 400 mm ist dort mein Arm in der Länge. Die Eindrehgewinde sind bei mir alle M8, aber ich kann natürlich alles unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ebenso sind natürlich die Sterngriffe und die Sternschrauben auch M8, das ist ganz logisch. Dieses Material, diese Multiplex-Platte liegt bei 15 mm. Es ist ganz klar, wenn ihr jetzt irgendwelche große Leisten schneiden wollt oder so, diese Sockelleisten oder so, dann müsst ihr mit diesem Material natürlich auch höher gehen, damit ihr hier auch ein bisschen mehr Auflagefläche habt. Das muss euch natürlich auch bewusst sein. Das könnt ihr natürlich wählen, wie ihr wollt. Müsst natürlich auch die dementsprechenden langen Sterngriffschrauben dann haben. Jetzt fehlen natürlich noch die Gewinde oder die Bohrungen für die Schraube. Und zwar ist natürlich hier, wir haben ein 5er Material, 5er Stärke, also 50 mm Stärke. Also hier sind es dann 25 mm ist die Mitte, ist ganz klar. Natürlich auch die Fräsung mit einem 8er Fräser, auch die Mitte, ist auch ganz klar. Hier bin ich jetzt einfach mal reingegangen. Da müsst ihr halt natürlich aufpassen, dass ihr nicht zu nah ans Sägeblatt mit euren Sterngriffen kommt. Also da war jetzt noch genug Platz, da passiert überhaupt nichts. Da bin ich 15 mm nach drinnen gegangen. So Leute, jetzt noch ganz wichtige Sachen, damit das auch richtig funktioniert. Ihr müsst richtig sauber arbeiten, auch diese Bohrungen setzen, alles richtig sauber machen, weil sonst funktioniert es am Schluss nicht. Es ist ja schon mittlerweile die zweite Vorrichtung, die jetzt wirklich funktioniert. Richtig cool. Und sauber arbeiten. Das Wichtige dabei ist auch natürlich, dass ihr diese Platten aufbaut, den Schiebeschlitten aufbaut und dann euren Anschlag hinsetzt, also euren Winkelanschlag von der Tischkreissäge, das Ganze mittig ausrichtet und euch dann eure, ja ich sage jetzt mal, eure Schiebeteile hier, Herrgott, wie heißt das? Ja, diese Schiebeschlitten hier. Hä? Dass ihr die dann draufklebt mit Sekundenkleber erstmal und das Ganze erstmal nach dem Anschlag von der Tischkreissäge ausrichtet. Schaut, dass es natürlich schon in der Mitte ist von diesen Schiebeschlitten. Und dann ist es wichtig, dann müsst ihr erst den ersten Schnitt reinmachen. Macht es denn einfach mal hier, ja, wie viel Zentimeter sind es denn bei mir geworden? Der erste Schnitt, also bis 360 mm ist bei mir der Schnitt geworden. Ihr müsst natürlich aufpassen, damit es nicht instabil wird. Also das heißt, sägt da ja nicht zu weit hinter, weil sonst habt ihr das hier. Und das wollt ihr ja nicht. Also maximal bis 36, ich habe mir hier angezeichnet, bis 360 mm reinsägen. Wenn ihr diesen ersten Schnitt gemacht habt, ist es ganz wichtig, dass ihr alle Maße, die ihr dann praktisch hier aufzeichnet, auch diese Bohrungen, dass diese Maße alle von eurem Referenzschnitt ausgeht. Da legt ihr euch dann ein Stückchen Holz, klemmt ihr euch in diesen Schnitt einfach rein und macht dann von diesem Holzstück alle Messungen. Ganz wichtig, also hier vorne ist es ja dann im Endeffekt wurscht, das ist kein Problem, aber diese seitlichen Messungen, alle wirklich praktisch, wirklich von diesem ausgehen, damit ihr dann ja auch den richtigen Winkel zum euren Sägeblatt habt.
Im Video habt ihr auch gesehen, wie schön sauber diese Einschraubgewinde hier versenkt habe. Das absolut hier im 90-Grad-Winkel, also wirklich absolut senkrecht runter. Das habe ich mit dieser Vorrichtung gemacht. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Vorrichtung schon. Schaut da mal drauf. Ich habe da auch ein Video gemacht. Werde ich natürlich euch oben in der Ecke verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Echt ganz interessant und es funktioniert echt mega, dass sie wirklich super sauber drin sind. Ebenso dieses kleine Teil hier, da habe ich ja diese Sechskantschraube versenkt mit diesem kleinen Werkzeug hier. Da gibt es auch ein Video dazu, könnt ihr auch gerne mal drauf schauen. Es funktioniert echt top, um eine Sechskantschraube richtig schön zu versenken. Juhu, die Zeiten der ungenauen Gärungen an der Tischkreissäge mit diesem Winkel, mitgelieferten Winkel von Bosch, die sind jetzt definitiv vorbei. Natürlich gibt es auch noch andere Varianten mit einem Schiebeschlitten oder sonst irgendwas, da Gärungen zu schneiden, relativ genaue. Aber ich sage jetzt mal, diese gefällt mir echt am besten. Man kann wirklich super genau einstellen. Ich messe einfach diesen Winkel schnell aus, lege ihn hier an. Innerhalb von 10 Sekunden ist der Winkel eingestellt. Ich gehe hin und schiebe das Ganze durch und schon habe ich meinen perfekt 100%ig genauen Schnitt. Vorausgesetzt, ihr arbeitet natürlich richtig. Klar, oder? Aber eure Meinung würde mich jetzt einfach trotzdem mal interessieren. Schreibt es mal unten rein, vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen dazu. Zum Beispiel, was mir noch gekommen ist, dass man hier so einen Haltegriff irgendwie hinsetzt. Dann ist es am Ansetzen ein bisschen einfacher. Und zum Schieben auf beiden Seiten darf halt nur nicht stören mit dem Material. Aber da gibt es vielleicht noch andere Ideen. Die könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinballern. Und vor allem, wie euch natürlich diese Vorrichtung jetzt, meine Variante hier, gefällt. Wen von euch noch mehr Vorrichtungen interessieren? Ich habe da schon so viele Vorrichtungen, Fräsvorrichtungen und andere Vorrichtungen gebaut. Schaut da einfach mal auf den Kanal. Ich werde euch einiges verlinken. Da gibt es auch eine Playlist dazu. Schaut da einfach mal drauf. Sind richtig coole Sachen dabei. Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat diese Variante meiner Vorrichtung einfach gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, wenn ihr das alles noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.